Gesundheit braucht Verstand und jetzt beschäftigen wir uns mal. Wir wissen ja, wir wollen immer die Logik in den Vordergrund stellen. Warum passiert was und was tut man dann, wenn man sich das vorher genau überlegt hat, was richtig ist? Heute mit dem Thema Nasenpolypen, adenoide Wucherungen. Wo kommt das her, wenn bei den kleinen Kindern die Nase zuwächst, sodass sie nicht mehr atmen können, dass sie nicht mehr richtig durch die Nase atmen können? Und was tut man am sinnvollsten dazu? Schneidet man die raus? Lässt man sie drin? Was muss man eigentlich tun? Da sind sehr viele Eltern dann unsicher, weil jeder will natürlich das Beste für sein Kind machen, ganz klar. Und jetzt stehen sie vor dem Problem, mein Kind kann nicht durch die Nase atmen, es atmet durch den Mund. Und das sieht schon mal allein so ein bisschen blöd aus, wenn der Mund immer aufsteht. Das möchte man einmal vermeiden, aber zum anderen spricht sich so langsam auch rum, dass Mundatmung nicht die gute Form der Atmung ist, sondern dass Mundatmung möglicherweise sogar dazu beiträgt, nicht möglicherweise ganz sicher dazu beiträgt, dass Kinder häufiger krank werden. Weil wenn ich durch den Mund atme, dann fehlen mir Schutzfunktionen, die eigentlich bei der Nase da sind. Und ich habe häufiger Infektionskrankheiten. Und das sind so typische Sachen wie Mandelentzündungen oder auch Erkältungskrankheiten, die viel häufiger auftreten als bei anderen Kindern, die durch die Nase atmen. Das ist schon auffällig. Aber auch diese ganze Körperhaltung, die damit einhergeht, die relativ schlaff und unterspannt aussieht und so weiter, könnte ja alles damit zusammenhängen, wird zumindest vermutet und ist auch ganz sicher so. Also würde es Sinn machen, wenn die Nase zugewachsen ist durch die Polypen, die Polypen tunlichst zu entfernen, damit die Nasenatmung wieder funktionieren kann. Aber jetzt kommt der Hammer. Wenn die Polypen raus sind, stellen Sie fest, das Kind atmet leider immer noch nicht durch die Nase. Das Loch ist doch frei, die Nase ist doch frei und alle warten jetzt sehnlichst darauf, dass das Kind jetzt auch anfängt, durch die Nase zu atmen. Nee, tut's aber nicht. Warum tut's das nicht? Weil es hat ja vorher ein paar Jahre durch den Mund geatmet und das ist es doch gewohnt. Und versuchen Sie mal, etwas, was Sie gewohnt waren, mal so von heute auf morgen eben umzustellen, nur weil Sie sich das vornehmen oder mal 2 Minuten gerade daran gedacht, dann hat es mal Klick gemacht, dann tun Sie das, aber im nächsten Moment, wo Sie nicht mehr dran denken, passiert das Alte, was Sie gewohnt sind, wieder, es tritt wieder ein. Und Sie haben das gleiche Problem wie vorher. Jetzt können nämlich, wenn das passiert, natürlich auch die Polypen nochmal wachsen. Denn warum wachsen die überhaupt in die Nase? Sie wachsen deswegen in die Nase, weil die Nase nicht gebraucht wird. Denn wenn ich durch den Mund atme, gibt es den Atemzug, den Atemfluss, den Atemflow heißt er auch durch die Nase nicht. Denn der ist ja folgendermaßen, wir atmen also ein, ziehen also die Luft in eine Richtung zu unserem Rachenraum und von da geht die natürlich in die Lunge. Also wir atmen durch die Nase ein, ziehen die Luft ein und dieser Sog, der wird über die Schleimhäute, über die Zilien, das sind diese kleinen Fleischschärchen in der Nase, gezogen und alles wird in eine Richtung gen Rachen gezogen. Jetzt atme ich aus und das muss tunlichst auch durch die Nase erfolgen. Meiden Sie alle Therapien, die sagen, man muss durch den Mund ausatmen, auch im Sport nicht und so weiter, gibt es alles nicht. Wäre alles zumindest nicht optimal, kann man kurzfristig machen bei irgendwelchen Übungen, aber die Dauer, gewohnheitsmäßige Atmung muss durch die Nase an. Also jetzt atme ich aus und jetzt schubse ich quasi das gleiche Gewebe, was ich vorher nach hinten gezogen habe, schubse wieder nach vorne. Und dieser ständige Spannungszustand sorgt für Gewebespannung und natürlich dafür, dass die Adenoide, das ist nämlich eine Rachenmandel, die sitzt da hinten am Eingang der Nase, dass die nicht wieder reinwachsen können, weil die immer diesen Gegenwind quasi haben. Ja? Also man drückt sie weg, wenn sie wachsen wollen. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sich die Adenoide überhaupt nicht rein in die Nase, in die Nasengänge hineinwachsen können, weil die immer weggeschubst werden. Und das passiert, dieses Nachwachsen der Adenoide würde nicht passieren, wenn der ganze Adenoid, also diese Rachenmandel, komplett entfernt würde. Aber die muss man sich halt vorstellen wie so ein Bäumchen und dieses Bäumchen treibt immer Äste. Und wenn ich das Bäumchen unten abschneide, dann treibt es auch nochmal Ästchen und dann hat man wieder die Äste in der Nase, nämlich die Polypen. Und dann haben manche Kinder tatsächlich 2- bis 3-mal solche
Nasenpolypenoperation, bis sie 10 Jahre etwa alt sind. Dann hat nämlich der Polyp keine Lust mehr zu wachsen. Er stellt einfach das Wachstum ein. Da ist es nicht die letzte Operation, die so toll war, sondern der hört einfach auf zu wachsen. Erwachsene kriegen das nicht mehr. Die kriegen wohl Schleimhautwucherung und so weiter. Da spricht man auch von Schleimhautpolypen, aber es ist nicht mehr dieser Adenoid. Und deswegen denken Sie dran, die Nasenatmung, die muss auf jeden Fall reguliert werden. Dazu müssen die Kinder was üben. Und zwar möglichst mit dem Faceformer, damit die Nase sich frei entwickeln kann, also offen bleiben kann und die Nasenatmung optimal sich reguliert. Ja, das war's für heute und danke, dass Sie dabei waren. Liken Sie unser Video und leiten Sie es weiter an Freunde und Bekannte. Abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal, dann informieren wir Sie immer, wenn was Neues kommt. Und letztlich können Sie noch Kommentare schreiben, Fragen stellen unter dem Video und wir werden die beantworten, so schnell wie möglich natürlich. Danke für heute und tschüss.